Ich stehe hier an einer Lambretta DL200, eine absolute Design-Ikone aus der Feder von Bertone. Dieses Fahrzeug, das stellt nicht nur das Topmodell von Lambretta dar, sondern leider auch gleichzeitig das Ende. Aber heutzutage haben sich verschiedene Firmen aufgemacht und probiert, den Namen Lambretta wieder im Leben einzuhauchen. Und welche das sind, das stellt euch Nico jetzt vor. Mit der freundlichen Unterstützung von Moteo, dem Generalimporteur von Lambretta, haben wir die X300 als Testobjekt zur Verfügung gestellt bekommen, sowie die G350. Einmal 300 Kubikzentimeter, einmal 350 Kubikzentimeter. Genaueres werden wir später noch sagen. Und mit der freundlichen Unterstützung von Moto Braun haben wir die Royal Alloy. Hier mit der Royal Alloy haben wir einen Hersteller, der nennt sein Fahrzeug gar nicht der Lambretta, der nennt es Royal Alloy, aber er versucht die Form der alten Lambretten wieder aufleben zu lassen oder er versucht die Form der originalen Lambretten nachzubauen. Gibt es unterschiedliche Modelle, hier ist es eher die zweite Serie. Wir haben auch noch ein Modell, da ist das Design sehr eng an die dritte Serie und damit auch an die DL200 angelehnt, während die beiden hier, die G350 und die X300, das ist eine neue Marke, die auch den Namen Lambretta benutzt. Das ist natürlich ziemlich kontrovers, denn Lambretta, die Marke gibt es ja seit Jahren nicht mehr. Das gefällt natürlich nicht allen Fans. Anderen Fans gefällt wieder nicht, dass man dieses Design weiter benutzt. Aber andere wiederum freuen sich einfach, dass es wieder die Dinger auf dem Markt gibt. Und das ist natürlich anders für uns, die dreimal auf Herz und Nieren zu prüfen und gleich in 8 Kategorien zu testen. Also dranbleiben. Wir haben 3 Roller und wir unterhalten uns über die Motoren, denn das ist ganz interessant. Wir haben hier zweimal Lambretta oder die Neuauflage der Lambretta und wir haben aus China die Royal Alloy. Die möchte gern aussehen wie eine Lambretta und die haben relativ ähnliche Motoren. Denn wir haben Royal Alloy und Lambretta X300 mit Motoren, die dem GTS-Motor von Vespa zum Verwechseln ähnlich sehen. Allerdings. Bei Royal Alloy wissen wir, es ist ein Lizenzbau des alten Quasar-Motors. Und bei X300 wissen wir es nicht. Warum? Weil uns keiner was sagt. Ist das hier ein Lizenzbau des Piaggio-Motors oder ist das vielleicht von denen direkt zugekauft? Keine Ahnung. Was aber auffällt ist, wir haben hier eigene Abdeckung, eine eigene Schwinge. Das sieht relativ gut aus. Es gibt auch eine andere Einspritzeinlage als bei Piaggio, oder Nico? Ja, das wissen wir von der Royal Alloy, ja. Dass das ja eben der freigegebene Quasar-Motor ist von Piaggio und eben soweit wir richtig informiert sind, in Indien produziert wird und auch aus dem Grund eben eine eigene Einspritzung hat im Vergleich zur HPE. Kommen wir zum dritten Motor. Also hier haben wir einen 350 Kubik Motor. Das ist quasi eine Neuerung in diesem Segment der Retro-Roller. Da gab es bisher nur bis 300 Kubik. Das hier ist ein Sym-Motor, der hier verbaut ist. Und der hat genau 330 Kubik. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, 330 sind aber nicht 350. Das stimmt. Aber hier ist es ja noch viel schlimmer. Denn dieser Roller, der nennt sich 300 und der hat 278 Kubik. Und der Roller da, der hat noch mal 3 Kubik weniger. Warum auch um alles in der Welt, aber er soll 275 Kubik haben. Von daher ist dieser Roller mit der Angabe eigentlich noch näher dran als die beiden anderen. Die haben einfach sehr großzügig aufgerundet. Also hier zweimal GTS-Derivate, hier ein 350 Kubik Motor, der noch mal 50 Kubik mehr hat. Was denkst du denn, welche ist jetzt die stärkste von der Leistung? Naja, denken tue ich, dass die 350 die stärkste sein wird. Ja. Haben wir denn irgendwelche Angaben dazu? Liegt irgendwie nahe, genau. Also es ist ja erstmal so, dass der Basismotor für die beiden, beziehungsweise der aktuellste und neueste GTS-Motor, der hat 23,8 PS. Jetzt sagen die beiden, sowohl Royal Alloy als auch Lambretta bei der X300, jetzt behaupten die beide, die hätten 25 PS. Also ein bisschen mehr als der Spender des Motors. Ne? Beim Drehmoment sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da sagt Royal Alloy, sie hätten 23 und Lambretta sagt, die haben 24,5. Was macht da dann der 350 Kubik Motor von Sym? Der hat laut Papieren, laut Angaben, laut offiziellen sogar noch mehr Leistung. Der hat nämlich 26 PS und 25,3 Newtonmeter. Also auch noch mal mehr Drehmoment
als die beiden Kontrahenten. Der ganze Bums muss natürlich auch vernünftig klingen. Wir machen einen kleinen Soundcheck. Jesko, Ja. entfernen Sie sich von diesem Fahrzeug. Uiuiui. Klingt schon kernig. Oh. Sehr elegant. Sehr Ein bisschen Understatement. tiefer der Sound, Ja. ne? So ein bisschen. Das ist so im Vergleich zu denen, das ist das so ein bisschen wie. Keine Ahnung. Der hört sich satter an, der hört sich voller an. Oder wie ein Bürostuhl zu einem Kanapee. Wie hört sich denn ein Bürostuhl an? Man muss das bildlich verstehen. Nächste. Oh, der faucht. Moment. Merkt ihr diesen Sound? Ja? Mach mal aus. Der hört sich schöner an. Der hört sich schöner an. Finde ich. Ein bisschen. Der hört sich Okay. ein bisschen voller an. Und vor allem weiß ich auch, wie die Dinger sich anhören, wenn sie fahren. Ne? Da sind wir jetzt ein bisschen voraus den Zuschauern. Da finde ich, hat der einfach auch einen schöneren, satteren Klang. Und der schönste Klang ist für mich hier. Form ist halt durch nichts zu ersetzen. Und das hört man hier auch. Dann Abgasnorm ist easy. Haben Sie alle die 5? Euro 5. Verbrauch. Was ist mit dem Verbrauch? Wir haben Angaben gefunden zu dem Verbrauch. Und es ist erstmal relativ naheliegend, dass die beiden sehr ähnlich der GTS sind. Ne? Die GTS, die gibt 3,3 Liter an. Das gibt Royal Alloy, die Angaben, die wir im Internet gefunden haben, geben auch 3,3 Liter an. Das ist so aus Erfahrungsberichten und sowas. Die geben hier 3,2 Liter an. Immer eins besser als die Vespa wahrscheinlich. Die hier, die verbraucht dann ein bisschen mehr. Die ist dann bei 3,7. Den Satz müsst ihr euch merken. Wer Leistung will, muss zahlen. Ist eigentlich ganz schön. Alle Hersteller haben uns Werte mitgegeben, müssen sie auch, steht auch in den Papieren. Aber das ist halt Kurbelwellenleistung und wir wissen gar nicht, haben die denn so gut gemessen? Vor allem, was ja auch noch interessant ist, was kommt wirklich am Hinterrad an am Ende? Ne? Weil wir haben ja eine Automatik dazwischen. Wie viel geht da vielleicht verloren? Was wir jetzt machen ist, wir messen nur die Hinterradleistung über die Geschwindigkeit. Das bedeutet, wir halten keinen Drehmoment, aber wir wissen genau, wie viel Leistung hinten am Rad ansteht. Also ich denke, die 22 schaffen wir noch. Jesko, bist du in der Nähe? Jo. Ich habe jetzt schon mal die leistungsstärksten Läufe rausgepickt. Die rote Kurve ist die Royal Alloy, hält sich eigentlich im Mittelfeld. Dann haben wir die blaue Kurve, das ist die G350, welche gerade noch auf dem Prüfstand steht. Und die blaue ist die G350? Genau, und der Gewinner ist tatsächlich die X300. Okay. Okay, das ist krass. Also die G350, trotz einem Hubraumplus von in der Realität ja über 50 Kubik, hat die geringste Leistung. Und die X300 überflügelt nochmal den, ja, baugleichen, bauähnlichen Motor aus der Royal Alloy. Vor allem hier hinten raus bei der Geschwindigkeit dreht sie weiter aus. Hängt natürlich auch immer von der Übersetzung ab und ist jetzt natürlich nur ein theoretischer Wert auf dem Prüfstand. Ob das auch in der Realität rauskommt, das müssen wir dann checken. Wir sind jetzt hier auf dem ADAC-Testgelände angekommen in Penzing, einem ehemaligen Militärflughafen. Und hier haben wir jetzt so viel Platz, wie wir wollen, um die Dinger auch mal auf Herz und Nieren zu prüfen, was die Motorleistung angeht, was die wirklich abliefern können.
und natürlich auch, ob die es wieder einbremsen können. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Beschleunigungstest an. Alles klar. Gut. Sieger ist die Royal Alloy. Das war knapp, aber man muss ja definitiv den Vortritt geben. Ich habe hinten ein bisschen aufschließen können, aber es ist mir also bis zum Ziel davon gefahren. Definitiv. Was in jedem Fall mit Abstand am eindeutigsten war, ist, dass die G350 weder am Start noch irgendwo auf der Strecke hinter den anderen hinterherkommt. Aber was mir aufgefallen ist, wir stehen ja da, wir stehen alle da, haben die Bremse gehalten und geben schon so ein bisschen Gas, damit wir gleich losschießen können, wenn der Start kommt. Das Problem ist aber im Alltag, also das, was der Kunde macht, wenn er sich so einen Roller kauft und wenn er durch die Stadt fährt, der steht ja nicht mit vorgespanntem Getriebe irgendwie an der Ampel, um losschießen zu können, sondern er steht ja am Standgas da. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch mal so einen Ampelsprint-Test. Einfach 50 Meter, wir stehen alle im Standgas und dann, zack, drehen wir gleichzeitig auf und dann haben wir halt dieses Ansprechen von der Automatik noch drin. Wieder mal ein klarer Bronzerang für die G350. Aber auch hier mussten wir uns wieder geschlagen geben, der Royal Alloy gegenüber. Die Royal Alloy fährt einfach ein bisschen schöner los, dafür piepst eine besser. Leider, das hier G350, so schön das alles ist mit dem großen Motor, kommt nicht hinterher. Es gibt eine letzte Bastion, und zwar, wenn wir einen Durchzugstest machen. Nebeneinander, alle in einer Reihe, 50 km/h, und an dieser 50-Meter-Markierung geben wir Gas. Ein Traum, noch ein dritter Platz. Wer hat gewonnen? Ihr wart so weit weg, ich konnte es kaum sehen. Nee, er hat doch tatsächlich gewonnen. Ich konnte hinten raus noch ein bisschen aufschließen. Okay. Aber es hat nicht gereicht für die 400 Meter. Wir kommen jetzt zum Fazit, was den Motor angeht. Wir haben ja erst die Papierform miteinander verglichen. Wir haben geguckt, was geben die Hersteller an. Dann haben wir geguckt, was kommt wirklich davon am Hinterrad an, waren auf dem Prüfstand, haben die Leistung gecheckt und da hat sich das Bild schon umgedreht. Laut Papierform war das hier der Papiertiger. Auf dem Prüfstand war es der schwächste und auf dem Prüfstand hat die X300 eigentlich am besten abgeliefert. Als wir das Ganze dann gefahren sind, da hat sich das nochmal gedreht. Also er hat die erste Kategorie Papiertiger gewonnen, die zweite Kategorie hat er dann verloren und die dritte auch. Also auch wirklich tatsächlich die Performance auf der Straße konnte mit den beiden anderen nicht mithalten. Ja. Aber unser Sieger aus der zweiten Kategorie, nämlich was wirklich am Hinterrad ankommt, der konnte das irgendwie nicht so richtig auf die Straße bringen. Denn schneller war die Royal Alloy. Tatsächlich, ja. Die hat besser beschleunigt, besser durchgezogen, war einfach spritziger. Man muss dazu sagen, ich kann mir wirklich vorstellen, dass hier vor allem an der X300, vielleicht auch an der G350 noch ein bisschen Feintuning von Lambretta kommen könnte, was die Abstimmung des Getriebes und aller Automatikgetriebeteile angeht. Denn vielleicht etwas kürzer übersetzt oder eine andere Kupplung drin, die besser zur Sache geht. Und dann würde das Ganze wahrscheinlich auch schon wesentlich spritziger fahren hier an der X300. Das würde ich quasi Lambretta noch ins Aufgabenheft schreiben. Was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ist der Höchstgeschwindigkeitstest. Also bin ich ausgestattet mit GPS auf die Autobahn gefahren und habe getestet, wie schnell die Roller wirklich fahren. Als erstes die Lambretta X300. Sie ist angegeben mit 128 km/h. Auf dem Tacho standen am Ende sogar 149 km/h. Allerdings GPS gemessen nur 136.
Als nächstes die G350. Sie ist ebenfalls mit 128 km/h angegeben, zeigt auf dem Tacho 139 km/h, allerdings GPS gemessen 128, also genau Werksangabe. Beide Roller sind allerdings auch bei diesen hohen Geschwindigkeiten sehr stabil und angenehm zu fahren. Als drittes die Royal Alloy. Sie ist angegeben mit 125 km/h. Auf dem Tacho standen irgendwann 144 km/h. Allerdings auch hier GPS gemessen 128 km/h. Also die höchste Tacho-Voreilung. Was allerdings bei der Royal Alloy sehr unangenehm auffällt, schneller als Tacho 120 möchte man eigentlich nicht fahren. Selbst da wirkt das Chassis schon ziemlich instabil und nervös und man fühlt sich einfach nicht mehr wohl. Was denkst du denn, welcher von den beiden hier schwerer ist? Die 350er oder die 300er? Ja, wenn du mich das fragst, ist es wahrscheinlich eine Fangfrage. Immer. Normalerweise würde ich aber sagen, die 350er. 173 Kilo, 174 Kilo. Okay, ja, das ist ein massiver Unterschied. Ja, genau. Aber haben wir auch Angaben zur Royal Alloy? Haben wir auch, habe ich auch auf meinem Spickzettel, 152 Kilo. Radstand ist auch noch interessant, weil das sagt ja ein bisschen über das Handling aus. Hier ist die kürzeste. Die hat einen Radstand von 1370 mm. Dann kommt die Royal Alloy mit 1390 mm und hier haben wir 1400 Milliliter. Diese hier hat eine Sitzhöhe von 790 mm. Und das ist ganz interessant, weil wir wissen schon, das ist die gleiche Sitzhöhe wie bei der Vespa GTS, die ja schon sehr etabliert auf dem Markt ist. Ich finde, rein subjektiv, man sitzt ein bisschen tiefer als auf der GTS. Und diese hier, die hat laut Werk die gleiche Sitzhöhe. Was denkst du, ist die Royal Alloy höher oder tiefer? Kannst du da bequemer sitzen? Ich komme mit den Füßen halt weit nicht auf den Boden. Ja, also deutlich besser. Okay. Also ich kann sie nicht komplett abstellen, aber Ja. man sieht halt deutlich den Unterschied. Okay. Laut Werksangabe ist die hier 20 mm, also ganze 2 cm tiefer als die. Trotzdem kommst du da Anscheinend. besser mit den Füßen auf den Boden. Okay. Ob das sozusagen stärker einfedert, wenn du dich draufsetzt oder woran das sonst liegt, dass vielleicht der Sitz auch weicher ist oder dass vielleicht jemand sich vermessen hat, als er die Werksangaben gemacht hat, wir wissen es nicht. Ist auch sehr niedrig, sehr angenehm, sehr sicher. Also als kleine Person fühle ich mich sehr sicher. Trotz Okay. großen Rollers. Also man glaubt, dass die beiden die gleiche Sitzhöhe haben, das haben sie richtig angegeben, oder? Würde ich sagen, ja. Schauen wir mal unter den Sitz. Ich habe mich vorbereitet und habe sogar einen Integralhelm mitgenommen. Und den tun wir mal da rein. Nein. Vielleicht passt ein kleiner, kompakter Integralhelm rein. Ein Jethelm oder sowas, das hat nichts auf dem Kopf verloren, wenn man ernsthaft mit etwas fährt, was über 20 fährt. Also Integralhelm passt nicht, ist schon mal schlecht. Wir haben ein sehr dürftiges Handschuhfach. Ich hätte es mir jetzt tiefer vorgestellt. Voila, ist das Helmfach. Integralhelm? Nein. Passt nicht. Und dann kann man nämlich hier seinen USB-Anschluss finden und man kann hier auch Kühlwasser nachfüllen. Ne? Nur was man da definitiv nicht kann, ist einen Handschuh reintun oder auch nur ein Handy, weil es ist einfach kein Platz dafür da. Und die Royal Alloy, schauen wir uns mal an, was sich da befindet. Wenigstens ist die Sitzbank gleich zu öffnen. Hier ist ein Knopf, den drücke ich. Aha. Dann öffnet sich alles, simsalabim, und ich sehe nichts. Dafür gibt es hier ein Handschuhfach. Das kann man mit einem Schlüssel öffnen. Das kann sogar ich mir merken. Und dann haben wir hier drin einen USB-Anschluss. Das Handling welcher Lambretta hat dich am meisten überzeugt? Die X300. Okay. Weiß nicht, so eine angenehme Symbiose aus Agilität und Ja. Komfort, was das Fahrwerk angeht. Sie fällt nicht sofort in die Kurven, ist aber trotzdem handlich. Sieht bei der ähnlich aus und am wenigsten Handling fand ich, habe ich bei der, was auch ein bisschen an der Sitzposition liegt.
Federungskomfort ist hier einfach am besten. Dann ist es so, dass die 300er kleine Schläge gerne durchreicht, was auch vielleicht ein bisschen daran liegt, dass sie ein bisschen sportlicher wirkt als die 350er und auch ein bisschen sportlicher abgestimmt ist. Die Royal Alloy tut das auch. Im Ganzen auf Bodenwellen und sowas ist die am nervösesten. Und das liegt aber nicht daran, dass die sportlich abgestimmt ist. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass einfach das Fahrwerk das schlechteste ist. Es ist jetzt nicht schlimm oder so, aber die beiden anderen haben einfach ein besseres Fahrwerk. Und deswegen ist der Federungskomfort meiner Meinung nach besser. Also testen wir mal die Bremse. Die Verzögerung, ja. Einer von uns mit 50, einer von uns mit 80. Schnick, Schnack, Schnuck, wer 50 macht. Das mache ich. Das ist mir weniger riskant. Sieger ist die X300. Ne? Und die Royal Alloy, die ja die leichteste ist, steht als letzte, auch wenn das nur knapp ist, gegen die G350. Besorgen wir es Ihnen jetzt richtig hart und bremsen mal von 80 runter. Also alle drei Roller haben ja ABS vorne und hinten. Das heißt, wir konnten also voll reingreifen. Aber jetzt bestätigt sich eigentlich so ein bisschen mein Eindruck vom Tag. Die G350 hat die besten Bremsen. Also der Bremstest, der war jetzt relativ eng, aber da konnte endlich mal die G350 gewinnen. Fast. Weil aus 50 km/h war die 300er die beste, richtig? Da hat die am besten gebissen, ja. Und 80 km/h nochmal wesentlich höhere Belastung. Da haben vielleicht einfach die 240er Bremsscheiben dann nochmal gezogen. Schlusslicht, auch wenn nur knapp, war jeweils die Royal Alloy, obwohl sie die leichteste ist. Also hier habe ich einen sehr souveränen Eindruck gehabt. Auch bei kalten Bremsen schon hat das fürchterlich gebissen. Hier hatte ich den Eindruck, dass ein bisschen Wärme in den Bremsen ganz gut tut. Bei der Royal Alloy war es dann so, dass ich gerade bei aus 80 km/h runterbremsen, hatte ich irgendwann den Hebel eigentlich fast hier am Griff und hatte nicht so ein souveränes Gefühl wie bei den beiden anderen, das sich auch so ein bisschen in der Länge niederschlägt, der Bremswege. Ergonomie Sitzbank. Für Reisen ist das hier einfach besser für Touren. Für ein bisschen sportlichere Fahren ist die Position und die Sitzbank auf der X300 besser. Hier habe ich eher so ein typisches Lambretta-Sitzen. Ne? Der Lenker ist relativ tief angebracht. Ich sitze irgendwie oben auf dem Fahrzeug. Hier sitze ich ein bisschen mehr im Fahrzeug drin. Das gibt mir mehr Kontrolle. Die habe ich hier nicht. 220, 220. Hier ist hinten 219. Hier ist hinten wie vorne 240. Klarer Vorteil. Ein wirklich schöner Vorteil. Man hat einfach ein besseres Hebelverhältnis für die Bremsen. Die Bremse wird jeweils von einem Anti-Dive geführt. Das Bremsmoment wird von einem Anti-Dive-Mechanismus gegen die Gabel abgestützt. Das ist hier dieser Metallknochen. Wenn ich bremse, wird das Bremsmoment hier eingeleitet und soll damit nicht die Bremskraft in die Federung bringen. Also dass er zu sehr einnickt beim Bremsen und dann keinen Federweg mehr hat. So, das funktioniert erstaunlich gut bei den beiden Lambretten, finde ich. Und auch die Geometrie, die stimmt. Das sollte hier zwischen der Schwinge und dem Ding sollte das ungefähr ein Parallelogramm sein. Und dann muss im 90-Grad-Winkel die Kraft eingeleitet werden, damit sich die Gabel beim Bremsen nicht versteift. Gut gelöst bei beiden. Auch wenn man es fährt, wirklich, ich bin erstaunt. Hier steht der Anti-Dive-Knochen so nach oben. Was passiert, wenn so ein Anti-Dive-Knochen nach oben steht? Er versteift die komplette Gabel beim Bremsen, weil das Bremsmoment nach oben wirkt und die Bremse gegen die Gabel abstützt. Das heißt, ich verliere jede Federung beim Bremsen. Das ist echt schlecht. Und was haben sie aber gemacht, um das auszugleichen? Das wusste ich gar nicht, dass sie das so gemacht haben. Hier ist so eine kleine Federung drin. In dem Anti-Dive-Knochen ist eine Federung. Das heißt, wenn man bremst, dann hat man nur noch diesen kleinen Federweg, ne, der so ein bisschen... Also das gibt er dann wieder frei an der Feder? Ja, ein bisschen Restfederweg wieder ins Vorderrad bringt. Das Blöde ist, wenn man richtig bremst,
dann ist der ganz schnell weg und dann hast du vorne gar keine Federung mehr. Bei allen dreien haben wir hinten 2 Federbeine, vorne 2 Federbeine. Bei allen 3 Modellen kann ich die Federvorspannung einstellen. Und was auch gleich ist, bei allen 3 Modellen wirken die Federelemente selber relativ günstig. Da wirken die hier bei der Royal Alloy eigentlich sogar noch am hochwertigsten. Sie haben alle progressive Federn. Also die Ausstattung ist eigentlich sehr ähnlich. Darf ich nur anmerken, dass es ganz schön anspruchsvoll ist, wenn du 2 Stoßdämpfer vorne mit Gewindefahrwerk hast auf einer Achse, weil wenn ich die natürlich unterschiedlich ist unbedingt zu vermeiden. Dann, ist unbedingt zu vermeiden. Aber und deswegen ist das natürlich da ganz cool bei beiden. Die haben das mit Klicks. Ja. Dann kann man es nicht so fein verstellen, aber ich kann natürlich beide leichter auf das gleiche Niveau einstellen. Das wird hier ein bisschen schwerer. Das ist zwar eigentlich schöner einstellbar, weil du eine feinere Verstellung hast und deswegen auch hochwertiger, aber es ist natürlich ein bisschen komplizierter darauf zu achten, dass die auch wirklich die gleiche Vorspannung haben. Wir sind bei der Kategorie E-Technik und das ist ja heutzutage relativ wichtig, weil so ein Roller ja auch eine Menge Spielereien hat. Vielleicht auch nicht, das werden wir gleich sehen. Fangen wir an mit dem Display. Macht unterschiedliche Farben, Drehzahlmesser ist hier oben außenrum angeordnet, in der Mitte die Geschwindigkeit. Kommt und hier gut an unten den ein paar Umschalter Warnlampen. dran, finde ich auch ganz gut. Recht aufgeräumt, gut ablesbar, finde ich. Was macht die Lichtanlage? Rücklicht, Bremslicht, Blinker. Auch LED-Technik, steht Lambretta drin, haben sie fein gemacht. Er hat hier noch so einen zusätzlichen Schlüssel, ne, da kann ich mit der Fernbedienung auch alles entriegeln. Ich glaube, auch das Helmfach kann ich entriegeln, oder? Siehst du? Okay, nächster Roller, Royal Alloy. Was kann die Technik hier oder was kann die Elektrotechnik? Wir fangen wieder an mit dem Display. Und es hat hier Drehzahl, ne, bis 12.000, soweit dreht das Ding niemals, egal. Dann hier kmh, man kann wechseln. Dann haben wir noch das Licht. Rücklicht. Ist hinten wie vorne LED. Bremse? Hinten nichts. Hat er auch, Bremslicht hat er auch. Blink mal. Licht ist Designelement in jedem Fall. Das sieht einfach nicht aus. Also diese komischen Blinker hier, das ist nix. Hier ist der Scheinwerfer übrigens etwas ähnlich, auch LED. Hier steht Royal Alloy drin. Das ist etwas, was die meisten Marken heute machen. Auch nicht ganz so schön wie bei der anderen. Dann haben wir noch die Kategorie oder das Kapitel technische Besonderheiten. Ich kann diesen Schlüssel einklappen. Ich würde was anderes sehen. Siehst du was? Ja, und zwar Touchscreen. Nächster Roller, Lambretta X300. Wir fangen wieder beim Display an. Ich finde, das Display ist erstmal sehr anders zu den anderen. Zwar ist das Ding hier unten, ne, dieses Digitaldisplay, das ist nur schwarz-weiß oder dunkelgrau auf grün, whatever. Aber dafür hat das Ding oben einen richtig analogen Drehzahlmesser. So wie sich das gehört. Für Retro-Style ein analoger Drehzahlmesser finde ich viel schöner, ist natürlich aufwendiger und teurer. Die Extrameile sind sie hier gegangen. Von daher ist für mich das Ding hier der ganz klare Displaysieger. Ja. Das Licht hinten, wie bei allen LED, wir machen mal einen Blinker an. Das sieht nochmal besonders aus. Also in dem Licht den Blinker integriert. Vorne haben wir hier übrigens auch, wie bei allen LED-Technik. Wir haben vorne auch wieder den Lambretta-Schriftzug drin, ähnlich wie bei der G350. Sieht alles gut aus, kann man machen. Wir sind wieder beim Problem Design. Das Licht ist Designelement. Ey, dieses große Rücklicht. Es hat Blinker drin, aber es bleibt schwierig. Dann kommen wir zu technischen Besonderheiten. Gibt es hier einen Bonuspunkt? Ja, also wir haben bei diesem Modell erstens mal ein Keyless-Go-System. Das heißt, ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Ich kann den in die Hosentasche stecken. Finde ich auch ein nettes Feature, dass es beleuchtet ist. Also auch wenn ich keinen Schlüssel ins Schlüsselloch stecken muss. Aber es ist doch ein nettes Feature. Ja. Und wenn ich dann einmal betätige, dann weiß der Roller, dass ich es bin. Und kann dann den Schlüssel auf On drehen. Und ich habe natürlich auch hier meine Funkfernbedienung. Ey Leute, das Ding piepst ununterbrochen. Das macht dich wahnsinnig. Ne? Wenn ich abschließe, so, ich muss erst hier ausmachen. So, dann schließe ich ab. Pieps. So, dann komme ich zu dem Roller, will den Vorteil genießen, dass ich vielleicht schnell los kann, drücke auf Aufschließen. So, da piepst das Ding schon mal sowieso. Und zwischendurch auch die ganze Zeit und keiner weiß warum. Das hat uns während der Dreharbeiten wahnsinnig gemacht. Ich habe keinen Bock darauf, dass mein Roller die ganze Zeit piepst. Aber das wissen die Kunden ja nicht, dass es bei den Dreharbeiten gepiepst hat. Mal. Nein, aber es piepst auch bei euch zu Hause, glaubt mir. Also, auch hier. Da hat keiner von uns gedrückt jetzt. Ich habe jetzt wirklich nichts gedrückt. Ich glaube, das ist so nach einer Zeit, piepst das automatisch nochmal und dann nach
Zeit nochmal automatisch. Nico, wie findest du die Qualität? Das klingt jetzt abwertend, ja, aber die Royal Alloy fässt sich an wie so ein typischer China-Roller. Also das ist alles halt, ja, es ist vorhanden, aber es ist halt einzig auf Funktion ausgelegt, auf günstige Herstellung. Wenn ich das hier anfasse, ne, die Griffe, die sind wirklich, das fasst sich billig an. Das fasst sich wirklich billig an, muss man sagen. Ne? Auch die Sitzbank, das geht, ne? Also wenn man drauf sitzt, das geht. Der Mechanismus, ja, das ist das. Diese Flächen sind nicht richtig gerade. Also wenn ich es anfasse, ne, dann fühlt sich das an, als sei das ein Werkstück, was nicht zu Ende bearbeitet wurde. Während die Haptik hier bei der X300, die ist wesentlich besser, die ist überraschend gut. Gerade die Schalter finde ich, die sind ziemlich spielfrei. Ne? Und hier habe ich ja so wirklich, ja auch mit wenig Spiel, aber so richtig wertig will sich das alles nicht anfassen. Kommen wir zu G350. Hier die Schalter, die wirken sozusagen von der Qualität tatsächlich am besten fast, würde ich sagen. Also auf mich jetzt. Ne? Während die Hebel und Griffe, die fühlen sich bei der X300 besser an. Ne? Auch die Sitzbank, ne? die Hinternhaptik ist hier auch wirklich besser bei beiden Lambretta-Modellen als bei der Royal Alloy. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar der Qualitätsanmutung. Warum Qualitätsanmutung? Ganz einfach, die sind noch neu. Wir können gar nicht sagen, wie lange diese Materialien so aussehen, wie sie aussehen. Wann sieht diese Sitzbank durchgesessen aus? Wann ist dieser Scheinwerferring ausgeblichen? Das wissen wir alles noch nicht. Wann ist das hier abgegriffen? Wie wirkt denn die Optik so auf dich von der Qualität? Ja, schlimm. Schlimm. Ja, es ist halt einfach, wenn ich die Blinker hinten anschaue. Also einmal schaut ein Blinker irgendwie leicht nach oben, der andere leicht nach unten. Das gleiche hier vorne, hier ist irgendwie, die Kabel sind alles sichtbar, wo man an den anderen Modellen sieht, es geht auch anders. Genau. Also es gibt viele Teile, die leider vielleicht sogar ein bisschen schlechter wirken, als sie sind. Weil wenn man sie dann fährt und so und dann fühlt sich das gar nicht so wackelig an. Es ist auch nicht so, dass übermäßig viel hier klappert oder knistert, wenn man sie fährt. Das kann man der Royal Alloy alles gar nicht vorwerfen. Richtig. Ja. Aber die Anmutung, wie schaut das qualitativ aus, wenn das Ding vor mir steht, das ist nicht gut. Das sieht hier ganz anders aus. Ja? Ich bin überrascht. Allein diesen Tankdeckel, ne? Der ist hier mit so einer, das ist aus Metall, das kann man aufklappen und drehen und so. Und dann rastet das hier richtig satt ein. Das ist cool. Auch hier hinten steht Lambretta extra nochmal. Auch auf der Schwinge steht Lambretta. Dann generell auch der Lack und hier diese ganz dunklen, chrom eingefassten Schalter. Das wirkt auf mich, also es sieht qualitativ hochwertig aus. Absolut, ja. Kommen wir zur letzten Lambretta, zur G350. Also ich bin auch hier überrascht von der Qualitätsanmutung. Die Gabel sieht für mich zu günstig aus. Einfach vom Aussehen, wenn ich vom Weiten drauf schaue. Und auch so ein paar andere Teile hier, die Hebel, die sehen auch ziemlich günstig aus, finde ich. Aber insgesamt bin ich doch überrascht, dass es relativ hochwertig aussieht. Ich würde behaupten, es ist nicht so schön wie die X300, aber es ist auch nicht so billig wie die Royal Alloy. Da kommen wir jetzt auf die Qualität der technischen Teile. Im Prinzip natürlich auch, wie qualitativ hochwertig die technischen Teile wirken. Am schönsten wird es sichtbar, wenn man sich die Gabeln anschaut. Die sind ja alle vergleichbar. Und wenn man da aber mal genauer hinschaut, dann sieht man hier, okay, du meinst, da kommt noch eine Abdeckung drüber. Das sieht für mich recht vernünftig entwickelt aus. Vielleicht auch, weil ich weiß, wie es fährt. Es fährt erstaunlich gut. Aber es sieht jetzt nicht so richtig hochwertig aus. Das sieht zweckmäßig sieht es aus. Zweckmäßig gelungen. Hier ist so ein Anti-Dive-Knochen zur Abstützung. Der ist hier geschweißt, der ist sehr einfach ausgeführt. Auch diese Kabelführung, ich glaube, dass die lange hält. Die wird wahrscheinlich sehr lange halten. Das ist gut. Ne? Aber es ist relativ einfach ausgeführt. Die Stoßdämpfer hier vorne, die sind hier mit 2 Punkten geschweißt. Das ist nichts Besonderes. Funktioniert, ist aber nichts Besonderes. Wenn wir uns das Ganze mal hier drüben anschauen, bei der X300, ne?
Also wenn ich mir das hier anschaue, dieser Anti-Dive-Knochen, ne, der ist schwarz, der ist eine eigene Gussform dafür. Auch das hier, die Halterung für die Bremsen, das sieht alles sehr wertig ausgeführt aus. Allerdings Hutmuttern und nicht passende Unterlegscheiben dazu ist eine Katastrophe, finde ich. Und diese Federbeine, die sehen wirklich, wirklich günstig aus. Ne? Also wenn, dann graduell besser als da. Dann gehen wir mal hier rüber zur Royal Alloy. Oh wei. Oh wei, ja. Ja, oh wei, weil, ja, gut angefangen, aber sozusagen nicht gut vollendet. Diese Gabel, ich kann mir vorstellen, dass das hier sehr stabil ist. Es sieht aber einfach billig aus, wie das hier zusammengeschweißt ist. Hier, diese Forklinks sehen vernünftig aus. Auch die Stoßdämpfer, die sehen tatsächlich wertiger aus als bei den beiden anderen Modellen. Aber dann kommt es. Diese Platte hier, ne, das wirkt echt billig, wie das festgeschraubt ist. Das sieht auch nicht schön aus. Also, die drei unterscheiden sich nicht sehr, aber graduell schon, finde ich. Ein wichtiger Faktor, wenn man sich so einen Roller zulegt, ist, wo kriege ich ihn? Ne? Kann ich relativ nah meine Inspektion machen lassen und das Ding kaufen? Dann ist natürlich die Frage, kriege ich auch jederzeit Ersatzteile, wenn es kaputt ist? Und wenn ich auf die Idee komme, irgendwas Hübsches, Buntes dran zu bauen, gibt es genügend Dinge. Einen Händler für Royal Alloy habe ich auf jeden Fall schon mal aufgetan. Den haben wir Aber aufgetan, ja. ich muss ehrlich gestehen, das ist natürlich dünn gesät. Es ist bei Lambretta so, dass sie dabei sind, das aufzubauen. Ich habe die Information vom deutschen Importeur, dass sie dabei sind, ihr Händlernetz aufzubauen. Und der hat mir auch nette Zahlen gebracht, das traue ich denen auch zu. Der Importeur ist ein Importeur, der in anderen europäischen Ländern schon relativ stark ist. Also der hat auch die Power, da was aufzubauen. Kommen wir zur Ersatzteilversorgung. Hier ist es auch wieder so, ich habe auch darauf natürlich den Importeur angesprochen. Und er hat mir versichert, dass alle Ersatzteile für die Lambretten in Europa bereits lagernd sind. Und dass sie problemlos ihre Händler damit versorgen können. Das konnten wir jetzt natürlich nicht prüfen, aber ich glaube denen das erstmal. Wie sieht es bei Royal Alloy aus mit Ersatzteilen? Sind auch alle verfügbar. Und ja, selbiges wie bei dir. Also Ersatzteilversorgung ist gewährleistet. Die Royal Alloy und die X300, die haben einen großen Vorteil. Am Motor dürfte es ziemlich viele Gleichteile mit der Vespa GTS geben. Wir können natürlich jetzt nicht sagen, ob die jetzt wirklich 1:1 kompatibel sind. Das wissen wir nicht. Das bringt uns aber gleich zum Zubehörmarkt. Es ist erstmal relativ einfach. Die G350, die ist neu auf dem Markt. Die wird in Europa gerade zu dem Zeit, wo wir hier filmen, ausgeliefert. Da gibt es einfach noch nichts. Zubehörmarkt für die X300. Da gibt es schon einiges in Asien, das weiß ich. Das ist aber noch nicht in Europa erhältlich. In Europa beurteilen wir. Aber es wird für den Motor Zubehör geben. Es wird so einiges vom GTS, Vespa GTS Zubehör, wird auch bei der X300 passen. Dann Royal Alloy ist ein ähnlicher Fall, was den Motor angeht. Da dürfte einiges passen. Und ich weiß, dass es auch schon Zubehör gibt. Also gerade in England ist das wesentlich stärker. Es kann aber noch nicht mit dem klassischen Zubehörmarkt mithalten, den wir so von Vespa und Lambretta Schaltrollern kennen oder auch vielleicht von der Vespa GTS. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Kapitel, nämlich, ja, wir haben es genannt Style oder Lifestyle, weil ganz klar, alle drei Roller wollen uns etwas verkaufen und das ist der Mythos Lambretta. Und das hat natürlich auch immer viel mit Aussehen zu tun. Wir müssen dazu mal was reinholen. Moment. So. Nico, das ist Design. Ja. Das ist eines der schönsten Zweiräder, was jemals produziert wurde. Gezeichnet von Bertone. Der absolute Wahnsinn. Für mich. Ich bin auch Fanboy, wie man vielleicht am T-Shirt sieht. Also wir haben jetzt die beiden hier, die beiden Lambretten außen. Die versuchen nicht, das Design zu imitieren, sondern die versuchen das im Prinzip in die neue Zeit oder ins Heute zu tragen. Findest du, dass das gelungen ist? Wenn man die neue Zeit mit einrechnet, ja. Okay. Also ich finde, die Aufnahme der alten Formen ist bei der neuen Lambretta ganz gut gelungen. Ja. Vermischt natürlich mit neuen Designelementen und eben, ja, also es soll ja keine Kopie sein. Und von daher finde ich es ein gelungener Wurf.
Finde ich auch. Ich finde das gelungen. Das Ding ist mir ein bisschen zu retroig irgendwie. Das ist wie eine Vespa GTS für mich. Das ist, ja, ist nett, aber man versucht so ein bisschen unbedingt auf diesem alten Zeug rumzukauen. Haben sie nett gemacht. Passt. Hier haben sie sich noch mehr getraut. Noch mehr getraut, etwas Eigenes zu machen, eine Eigeninterpretation. Wie würde sowas vielleicht heute aussehen? Ich glaube, dass es auch viele Hardcore-Lambretta-Fans geben wird, die überhaupt gar nicht mögen. Ich mag sie. Mir gefällt sie, je länger ich sie anschaue. Es ist was Eigenes. Ich würde gerne vielleicht das Rücklicht, würde ich vielleicht von der G350 gerne hier dran machen. Aber ansonsten gefällt mir das ganz gut. Zu der Royal Alloy. Wir haben uns jetzt mal vor die gestellt, um die beiden mit der zu vergleichen. Die Royal Alloy, die macht ja was ganz anderes. Die möchte ja eigentlich das Design imitieren der alten. Und jetzt gibt es zwei Varianten bei der Royal Alloy. Einmal diese Variante, die TG300, die möchte aussehen wie eine zweite Serie Lambretta, die es früher mal gab. Also das Vorgängermodell so ein bisschen oder Vorvorgängermodell von der hier. Aber es gibt ja auch noch ein Modell, das möchte aussehen teilweise wie die dritte Serie, teilweise wie diese DL hier. Und die holen wir jetzt mal ins Bild und stellen die mal daneben. So, was haben die hier gemacht? Die Backen, ne, die sind von der SX200 mit dem Pfeil. Das versuchen die da zu imitieren. Das war quasi der Vorgänger von der DL200. Und das Headset hier oder vor allem die Lampe, die möchte eindeutig hier die DL-Lampe kopieren. Sag was dazu, Nico. Ich weiß, warum du so schwer schnaust. Also jetzt muss man sagen, wenn man eine Kopie haben möchte oder halt eben in die neue Zeit das alte Design plus minus 1:1 übernehmen möchte, ist das ganz gut gelungen, finde ich. Also wenn man jetzt den direkten Vergleich hat, hat man natürlich schon sehr viel Ähnlichkeit. Gleiches gilt für die GT300, die sieht der zweiten Serie, wie Jesko schon gesagt hat, sehr ähnlich, ist aber wahrscheinlich erst recht verpönt, dass halt die Leute sagen, also wenn schon ein modernes Fahrzeug, dann will ich auch was Eigenständiges und von daher finde ich auch die Lambretta selber, also das Design von der Lambretta sehr gelungen, weil es halt nicht eine direkte, schlichte Kopie ist, sondern ja, man sich halt was getraut hat, oder? Du schweichst auch schon aus von der Royal Alloy wieder zurück auf die Lambretten. Und ich muss sagen, man soll ja bei so einem Test diplomatisch bleiben. Das fällt mir hier echt schwer. Ich finde, das sieht aus wie eine Karikatur einer Lambretta. Wenn man sich das anschaut, diese eleganten Linien, diese Schwünge, diese Proportionen, ein Traum. Und das hier ist einer der hässlichsten Hintern, die ich im Rollerbereich je gesehen habe. Dann generell, das ganze Teil sieht aus wie ein Baumarktroller oder wie so ein Roller, den man auf diesen Kinderkarussells festschraubt. Das hat doch nichts mit Lambretta-Design zu tun. Sorry, wenn ihr euch nichts Eigenes ausdenken könnt, macht's wenigstens vernünftig. Das Ding finde ich, vor allem wenn es nebeneinander steht, da kriegt man ja... Also wenn diese Ader an der Schläfe rauskommt bei dir, dann weiß man jetzt... Ich bin ganz ruhig, okay. Ich bin ganz ruhig. Die nächste Kategorie oder das nächste Kapitel ist Geschichte, Tradition, Mythos. Nico, sag was zu der Geschichte und der Tradition der drei Roller. Ich lasse dich damit mal allein. Ja, er lässt mich hier. Er lässt mich mit Absicht allein, weil was soll ich denn für eine Geschichte und eine Tradition so, Nico zu hat diesen Modellen gut sagen? zusammengefasst, was es an Geschichte und Tradition zu den drei Rollern gibt. Und Geschichte. Alle drei Roller wollen uns den Mythos Lambretta verkaufen. Was macht Royal Alloy? Sie kopieren das Design. Einige Leute mögen es. Es gibt Leute wie mich, die es halt nicht mögen. Die beiden anderen, da wird es ja noch komplizierter. Und da wird es auch für viele Lambretta-Fans noch komplizierter, weil da steht Lambretta drauf und da steht Innocenti drauf. Das heißt, da hat jemand die Rechte an diesen Namen und an den originalen Emblemen. Aber natürlich hat das nichts mehr mit dem originalen Lambretta zu tun. Viel später hat jemand diese Rechte erworben und hat deswegen diese Dinger neu auf den Markt gebracht. Er ist übrigens auch nicht der Erste, der das probiert. Die Versuche bisher waren nicht sonderlich erfolgreich. Jetzt ein holländischer Inhaber, hergestellt in Taiwan und ein Designbüro aus Österreich. Kryptische Informationen, dass auch einige Sachen aus Mailand kommen von einem Konstruktionsbüro, dass auch das Design italienisch ist. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Das hat nichts mit Tradition zu tun. Auch wenn ich sagen muss, für mich sehen erstmal die Versuche, diese Marke zu beleben, gut aus.
Aber jetzt haben wir sehr viel über die Dinger gequatscht und ich weiß, was uns sich natürlich die Zuschauer fragen. Das ist ja alles schön und gut. Aber wenn man sich so einen Kauf überlegt, dann möchte man natürlich wissen, was kostet denn der Bums? Das ist auch relativ einfach, da müssen wir uns nicht viele Gedanken machen, denn hier ist unser Sieger in Sachen Preis. Und zwar kostet das Ding 5.850 €. Schnapper! Ja, in dem Markt für dieser Retro-Roller 5.850 ist einfach der Schnapper schlechthin. Dann kommen wir mal zum zweiteuersten, nämlich zu der hier, die X300. Und die kostet 6.795 laut Liste. Nein, 59. Schon mal ungefähr ein Tausender teurer als das Ding, bietet aber auch mehr. Und dann die teuerste ist die hier. Größte Motor drin, also noch mal ein bisschen teurer. Und da sind wir schon über 7.000, nämlich 7.059 €. Jesko, ich würde sagen, wir kommen zu einem Resümee, oder? Die G350, relativ gelungener Roller, aber eindeutig der Sieger in der Kategorie Touren. Es ist das schönste Tourensofa, es mietet am meisten Platz, man kann am bequemsten sitzen. Es hat das beste Fahrwerk und die besten Bremsen. Wo Sie leider unbedingt nachlegen müssen, ist der größte Motor mit etwas enttäuschender Performance auf der Straße. Da kann Lambretta nachschärfen. Royal Alloy, eindeutiger Testsieger bei der Beschleunigung sowie beim Durchzug. Also da hat sie beide stehen lassen, beide Lambrettas. Und Preis ist natürlich auch unschlagbar. Da ist sie weit vorne, genau. Und dann haben wir noch unsere Lambretta X300. Das ist jetzt mein persönlicher Testsieger von den dreien, weil overall hat es eigentlich für mich am meisten Qualitäten. Und seien wir ganz ehrlich, am Ende kauft man sich sowas doch wegen der Optik. Mir gefällt diese Optik am besten. Deswegen schon allein mein Testsieger. Wo Sie auch hier nachschärfen müssen bei Lambretta ist der Motor. Die Performance auf der Straße. Auf dem Prüfstand hat er abgeliefert, auf der Straße nicht. Ich denke, ein bisschen Detailverbesserung am Getriebe und es läuft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like da. Schreibt uns mal in die Kommentare, welcher Roller euer Testsieger ist. Und Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.